In diesem Video zeige ich dir, wie man getrockneten Sauerteig wieder reaktivieren kann, um damit zu backen. Wir starten damit, dass wir 2 bis 3 Esslöffel getrockneten Sauerteig nehmen und diesen in ein sauberes Glas füllen. Im letzten Video hatte ich gezeigt, wie man Sauerteig anstellgut konservieren kann. Das ist sehr, sehr einfach und eine wirklich schöne Idee, um auch die Freude am Sauerteigbacken mit Freunden, Kollegen oder Nachbarn zu teilen. Und dann können diese Personen entscheiden, wann die mit ihrer Sauerteigreise beginnen, weil man ja jederzeit dann damit loslegen kann, wenn es getrocknet ist und man hat keinen Zeitdruck dahinter. Durch das Hinzufügen des Wassers reaktiviert man den getrockneten Sauerteig wieder. Am Anfang nur ganz wenig Wasser hinzufügen, so dass man gerade eben die Masse umrühren kann. Und man kann lieber nochmal zum Schluss ein bisschen Wasser hinzufügen, damit das nicht direkt zu wässrig wird. Jetzt ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Krümelsauer und das Wasser komplett sich miteinander verbunden haben, dass keine trockenen Stellen übrig bleiben. Das kann man dann jetzt einmal mit Backpapier abdecken und 24 Stunden ruhen lassen. Man kann natürlich auch einfach einen Deckel nehmen und oben drauf legen. Ich nehme normalerweise einfach Backpapier, weil ich es im Haus habe. Und dadurch kann halt auch ganz gut die Luft zirkulieren, die ja auch beim Reifen des Sauerteiges wieder hilft. Ich habe das jetzt einfach mit einem Gummiband befestigt, damit das Backpapier nicht verrutscht. Nach der Ruhephase nach einem Tag sieht man bereits die ersten Blasen. Das sind kleinere Blasen, größere Blasen. Das ist genau das, was man nach 24 Stunden erwarten würde. Der Sauerteig fängt gerade wieder an, seine Arbeit aufzunehmen. Und so starten wir auch mit der ersten Fütterung. Wir fügen einmal 20 Gramm Mehl hinzu. Dann füge ich jetzt dieselbe Menge an Wasser hinzu. Das sind in dem Fall 20 Gramm, sollte immer dieselbe Menge an Wasser und Mehl sein. Und das verrührt man jetzt richtig, richtig gut, um sicherzustellen, dass das frische Wasser und das frische Mehl komplett mit dem Anstellgut verbunden werden. Dass da jetzt auch wieder keine trockenen Mehlbereiche in dem Anstellgut zurückbleiben. Sehr, sehr gut durchrühren. Und man sieht auch, die Textur ändert sich auch schon ein bisschen. Das Anstellgut jetzt einmal mit Backpapier bedecken und bei Raumtemperatur einen weiteren Tag stehen lassen. Wir fügen jetzt auch noch ein weiteres Gummiband hinzu, um zu schauen, wie weit der Sauerteig denn schon wächst. Neben einer Zunahme der Bläschen wird halt auch der Sauerteig sich ausdehnen. Und diesen Wachstum wird man dann anhand des zweiten Gummibandes feststellen können. Am dritten Tag sieht man, es gibt schon sehr viel mehr Blasen, ein paar größere, aber auch ein paar kleinere oder auch viele kleinere. Und dementsprechend sieht das schon ganz gut aus. Und es gibt auch schon ein kleines bisschen Wachstum, weil der Sauerteigstarter ist jetzt oberhalb des Gummibandes. Wir nehmen nun einen Esslöffel des Anstellgutes heraus. Das muss man jetzt nicht wegschmeißen, sondern kann das in speziellen Sauerteig-Anstellgut-Rezepten benutzen, wo ich auch einige auf meinem Kanal teile. Der Sauerteigrest besitzt nicht dieselbe Triebkraft wie der Sauerteig und dementsprechend kann der nicht von sich aus ein Brot entsprechend auflockern oder eine Backware. Aber er kann immer noch ein sehr, sehr gutes Aroma hinzufügen und deswegen kann man den in ganz vielen anderen Rezepten immer noch richtig gut einsetzen. Nun füttere ich wieder mit der gleichen Menge Mehl und Wasser. Das sind wieder 20 Gramm. Alles einmal gut durchrühren, damit das frisch hinzugefügte Mehl und das frisch hinzugefügte Wasser
sich dann auch gut mit dem Anstellgut verbindet und dementsprechend der Sauerteig dann auch wieder schön weiter wachsen kann. Die nachfolgende Ruhezeit beträgt jetzt gar nicht mehr einen ganzen Tag, sondern nur noch ein paar Stunden. Und innerhalb von 4 bis 6 Stunden solltest du einen großen Zuwachs an Blasen und auch an Volumen sehen. Da sich der Inhalt des Glases jetzt auch verändert hat, müssen wir natürlich noch kurz das Gummiband anpassen, dass das ein bisschen höher geschoben wird. Und dann kann man jetzt auch innerhalb der nächsten paar Stunden sehen, dass sich da einiges tun wird. Also das wird jetzt wirklich viel, viel, viel schneller gehen. Nach ein paar Stunden hat sich das Anstellgut sehr, sehr verändert. Es hat an Volumen zugenommen und es sind viele kleine und große Blasen hinzugekommen. Und jetzt sieht man tatsächlich auch, dass die Struktur sich komplett verändert hat. Das ist genau das, was wir haben wollen, um damit zu backen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch und über ein Abo meines Kanals. Viel Spaß beim Backen!